Hallo ihr Homos und willkommen im schönsten Keller von ganz Osttirol. Und willkommen zu einer weiteren Folge von Pimp My Studio. Heute werden die zwei Bildschirme ersetzt, und zwar durch einen grossen Bildschirm. Und zwar, lack ist das Ding schwer, ist es ein 32 Zoll 4K Monitor. Den montiere ich und dann schauen wir mal, was das Ding alles so können sollte. So, die alten Monitore sind jetzt abmontiert. Das heißt, den neuen Monitor kann ich jetzt auspacken. Beim neuen Monitor handelt es sich im Übrigen um einen von der Firma Iyama oder Ijiyama, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Und der hat die Lichtbezeichnung, es ist ein ProLight XB 3288 UHSU. Das UHSU am Schluss, das steht im Übrigen für Hure Super U. Ja, auf jeden Fall, ich packe den jetzt aus, dann schauen wir uns an, wie er aussieht, was er für Anschlüsse hat, was er so machen sollte, und dann montiere ich den an der Wand. Im Lieferumfang von dem Monitor ist einmal ein Stromkabel, dann haben wir das USB-Kabel für den USB-Hub, wo am Monitor angeschlossen ist, dann haben wir einmal ein HDMI-Kabel und auch noch ein DisplayPort-Kabel. Die 4 Kabel werden mit dem Monitor mitgeliefert, finde ich ganz gut. Wie man gesehen hat, der Fuß lässt sich auch ganz einfach montieren. Ich brauche den Fuß allerdings nicht, weil ich werde meinen Monitor an der Wand montieren. Und das mache ich jetzt. So, der Monitor ist montiert und wie ihr seht, sieht er einfach saugut aus. Aber kommen wir zu den Specs von dem Monitor. Wie ihr schon beim Auspacken gesehen habt, der Monitor wird standardmäßig mit dem Fuß hier geliefert. Der Fuß ist tiptop, er ist optisch ansprechend, er ist sehr gut höhenverstellbar, wenn der Monitor dran ist. Und was der Fuß auch kann, man kann das Ganze 90 Grad drehen. Also das heisst, wenn man den Monitor zum Beispiel im Hochformat betreiben will, wäre das möglich. Allerdings, und da kommt jetzt der Krux von dem Ganzen, der Fuß ist hier dafür zu tief, zu niedrig. Also es geht maximal 45 Grad zum Drehen und dann schlägt der Monitor unten an. Und darum ist die Funktion zwar im Monitorstand inbegriffen, sie funktioniert nicht ganz. Und darum weiss ich auch nicht, warum das überhaupt gehen sollte. Aber ja, sei es drum, ich brauche es nicht. Wie ihr gesehen habt, ich habe das Ganze an die Wand montiert und dort hängt er und ist einfach hübsch. Der Monitor hat eine 4K-Auflösung, das heisst 3840 x 2180 Pixel. Er hat einen integrierten USB 3.0 Hub. Man kann 2 USB-Geräte am Monitor direkt anschliessen. Er hat 2 HDMI-Anschlüsse und einen DisplayPort-Anschluss.
Und wenn man jetzt ein zweites Eingangsgerät anschließt, am zweiten HDMI oder am Displayport, dann hat der Bildschirm auch eine Bild-in-Bild-Funktion. Ich kann jetzt darüber nur noch nichts sagen, weil ich es selber noch nicht ausprobiert habe. Und wahrscheinlich werde ich es auch nicht brauchen, aber er könnte es. Die ganzen Farbeinstellungen oder die ganze Konfiguration von dem Monitor macht man mit einem Knopf auf der Rückseite. So eine Art Joystick-Knopf. Das funktioniert auch ganz gut. Ich zeige euch das kurz. Also man kann hier hinten hergreifen und das Ganze bedienen. Also das geht auch ganz gut, geht leicht von der Hand und ist eigentlich selbsterklärend, das Ganze. Ja, somit wäre es das eigentlich schon gewesen. Das sind jetzt einfach nur die Specs gewesen, die man auch in jedem Datenblatt nachlesen kann. Aber ich kann noch kein Langzeit-Review oder ein Langzeit-Fazit geben, weil ich ihn erst gerade montiert habe. Aber in dieser Größe und in dieser Auflösung kann ich jetzt schon sagen, geil. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao zusammen.